Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Spooky Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich heute passend zum Einbruch der Dunkelheit auf dem Weg zu einer Burgruine aus dem 12. Jahrhundert. Eine Burgruine, die erbaut wurde, um ein nahegelegenes Kloster zu schützen. An dieser Burgruine gibt es die Legende der Frau in Weiß. Nicht die klassische Frau in Weiß, wie man sie aus diversen Spukgeschichten kennt, sondern diese Frau in Weiß, die hier über das Gelände spuken soll, besonders im Nebel oder im Mondlicht. Und ihr könnt sehen im Hintergrund, wir haben bereits wieder einen Mond am Himmel stehen, also beste Kondition, um hier vielleicht heute die Ilse von der Homburg zu treffen oder ihren Geist zumindest, der hier noch sein Unwesen treiben soll. Denn so heißt diese Frau, die hier auf diesem Gelände nicht zur Ruhe kam und keinen Frieden fand. Es gibt tatsächlich auch noch weitere gruselige Geschichten zu diesem Ort, denn an dieser Burgruine befindet sich noch ein Brunnen, welcher im 18. Jahrhundert einmal mit einer Schnur und einem Gewicht dran getestet worden ist, wie tief er denn ginge. Nach 100 Metern kam das Seil immer noch nicht am Grund des Brunnens an, so entstanden weitere Mythen und Sagen um diesen Ort, dass dort unten geheime unterirdische Gänge verlaufen sollen, die bis ins Tal hinabführen. Es gibt auch Geschichten, dass die Ritter dieser Burg diverse Orte geplündert und ausgeraubt haben sollen und sich dort unten irgendwo Schatzkammern, bewachte Schatzkammern befinden sollen. Diese Schatzkammern werden bewacht von Hunden, sogenannten Höllenhunden, mit feurig leuchtenden Augen, komplett tiefschwarze Hunde. Ob wir hier auch vielleicht in der Dunkelheit heute einen dieser Hunde bellen hören oder knurren hören, wer weiß das schon. Ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. In diesem Sinne, liebe Leute, wünsche ich euch wie immer da draußen viel Spaß und gruselige Unterhaltung mit dem heutigen Video. Ich würde sagen, wir erkunden jetzt erst einmal das Areal hier und checken es auf mögliche energetische Felder ab. Dazu werden wir jetzt einzig und allein ein K2 Meter zum Einsatz bringen. Wir befinden uns jetzt hier quasi an den ersten Burgmauern. Wir sind hier wirklich mitten im tiefen Wald. Hier ist es komplett still. Wir werden uns jetzt an dieser Stelle erst einmal an diesem Ort noch einmal respekthalber vorstellen. Mein Name ist David und ich bin heute hier, um Kontakt zur geistlichen Welt aufzunehmen. Ich würde mich freuen über jegliche Kommunikation mit hier verweilenden Seelen, die hier nicht ihre Ruhe finden konnten oder aber sich hier zurückgezogen haben an diesen alten, historischen und mystischen Ort, um hier vielleicht ihre letzte Ruhestätte gefunden zu haben. Ja, mein Name ist Micha. Ich freue mich, heute hier zu sein und ich freue mich über einen möglichst positiven Kontakt zu euch. Gerne dürft ihr unser Equipment benutzen. David wird noch erläutern, wie alles funktioniert, wie ihr mit uns, wenn ihr das möchtet, in Kontakt treten könnt. Und wir freuen uns auf einen guten Kontakt mit euch. Auf der Kamera ist es natürlich noch viel, viel heller, als es aktuell hier ist. Die Kamera macht das Bild ein wenig heller. Das ist aber auch nicht schlimm, denn ich denke, die komplette Finsternis wird uns alle schon noch früh genug ereilen. Dort hinter den Bäumen versteckt der Mond, der sagenumwobene Mond, der vielleicht auch dafür sorgt, dass sich die Ilse von der Homburg, wie man sie nennt, vielleicht uns heute hier zeigen wird, denn wir haben auch eine SLS-Kamera mit dabei und wir werden damit ganz am Ende einmal über das Gelände hier laufen. Hier gibt es übrigens auch einen Verliesraum, in dem wir auch eine Spiritbox-Sitzung machen werden. Immer noch keine Ausschläge auf dem K2. Hier vorne befindet sich der Brunnen, den ich eben im Intro erwähnte. Wie gesagt, bei 100 Metern Tiefe fand man angeblich noch keinen Grund.
Man kann schlecht reingucken, also es sieht schon aus, als würde man Boden erkennen, aber ich glaube, da führt eine Treppenstufe runter. Das ist ja mysteriös, guck mal. Okay. Könnt ihr das sehen, Leute? Da sind Treppenstufen. Okay, das spricht ja tatsächlich dafür, dass diese Sage stimmen könnte, dass da unterirdische Gänge sind. Das ist da vielleicht Ist konnte man sich da retten, wenn die Burg belagert worden ist oder vielleicht so. ist es deswegen auch hier Vergittert, ne? vergittert. Könnt ihr das sehen? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, Leute. Wahnsinn. Man sagt, dass in diesem Brunnen ein Schatz versteckt sein soll. Kann mir irgendeine geistliche Präsenz dies vielleicht bestätigen über das Gerät mit der grünen Lampe hier in meiner Hand? Falls du dir unsicher bist oder Angst davor hast, du brauchst keine Angst vor diesem Gerät zu haben. Du kannst dich ihm nähern und dir wird nichts passieren. Allerdings wird, wenn du dich ihm näherst und deine Energie dort drauf konzentrierst, sich das Lämpchen bewegen. Es wird ausschlagen in verschiedenen Farben. Rot, Gelb, Orange, Grün. Je nachdem, wie viel Energie du hier reinsteckst und wie nah du dich diesem Gerät näherst. Du kannst ja auch gerne die Energie von diesem Gerät nehmen, wenn du das möchtest. Okay. Falls du das versucht hast gerade, dann danke ich dir auf jeden Fall. Falls es noch nicht geklappt hat und du noch nicht genug Energie besitzt, dann habe ich da vollstes Verständnis für und du kannst dich gerne jederzeit, wann immer du möchtest, über dieses Gerät bemerkbar machen. Das ist absolut gar kein Problem. Ist denn die Ilse von der Homburg heute hier bei uns? Du bist auch herzlich dazu eingeladen, heute hier mit uns in Kontakt zu treten. Es ist schon eine sehr mystische Atmosphäre hier. Ich habe hier die ganze Zeit das Gefühl, dass ich Geräusche höre. Von dort? Von da. Aber das sind keine, also wie Fußtritte oder irgendetwas. Jetzt habe ich gerade auch tatsächlich etwas gehört, was sich anhörte wie ein Fußstapfen. Das können natürlich jetzt auch Tiere sein. Wir können ja mal kurz ruhig sein. Falls du das gerade warst, Ilse, oder irgendeine andere geistliche Präsenz, magst du dich jetzt noch einmal über ein lautes Geräusch hier in unserer unmittelbaren Umgebung bemerkbar machen? Hier unmittelbar vor uns befindet sich der alte Bergfried, den man auch betreten kann. Das werdet ihr gleich sehen.
Wir machen jetzt auch nochmal, bevor wir nun unsere erste Hauptuntersuchung starten, werden wir jetzt erst nochmal einen kleinen Sneak Peek für euch geben, und zwar in den Verliesraum, und werden nochmal schauen, ob wir da irgendwelche K2-Ausschläge bekommen können. Dort geht es einmal hinab. Und wie gesagt, hier drinnen haben wir eine sehr gute Akustik. Dort ist zwar ein Loch in der Wand, aber ich denke, für eine Spirit Box Session ist das richtig, richtig gut. Erstaunlich ruhig. Also ich muss sagen, ich fühle hier eine sehr, 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 sehr hohe Energie irgendwie. Also eine ziemlich bedrückende Energie. Ich kann es noch nicht so richtig einschätzen, was genau es ist, ob es eher was Trauriges ist, was Bedrohliches, oder jetzt habe ich gerade hier einen Schritt hinter dir gehört. Okay. Also mein Gefühl ist auch irgendwie, dass hier irgendetwas ist. Ich kann nicht sagen, welcher Art, aber ich merke irgendwie auch irgendeine Energie. Ist irgendeine Präsenz gerade hier? Vielleicht eine Präsenz, die hier in diesem Raum viel Leid erfahren musste? Falls dies der Fall ist, so kannst du uns dein Leid über die rote Farbe des roten Lämpchens signalisieren. Dazu musst du dich nur mit all deiner Energie auf das grüne Lämpchen dort vorne auf der Treppe fokussieren. Dich ihm nähern, es vielleicht auch berühren. Kannst du dies? Ich habe jetzt gerade was gehört hier tatsächlich. Keine Ahnung, ob man das auf der Kamera gehört hat, aber das war gerade ziemlich laut. Soll ich doch mal die Ghost Tube anmachen? Du ka- Irgendwas ist da. Es ist so ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Ich habe auch das Gefühl, ich kriege auch ein bisschen Druck im Kopf wieder. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da irgendetwas nicht so Schönes kommt. Der Micha hat jetzt gerade ein Gerät hinzugeschalten, über das du kommunizieren kannst. Du kannst darüber sprechen. Dort kannst du dir Wörter wählen und dich mit diesen Wörtern ausdrücken und uns mitteilen, was du uns vielleicht sagen möchtest. Magst Bitte geh. Oh, Waschen. bitte, Nicht wahrscheinlich. Oh, bitte geh, das allererste Wort. Das Und ich glaube, der Rest war, glaube ich, Phrasen. ja. Aber bitte geh ist, glaube ich, auch genau das Gefühl, was ich hier gerade schon wieder so spüre irgendwie. Ja. Warum sollen wir gehen? Sind wir hier in Gefahr? Ist es für uns oder für dich okay, wenn wir hier sind? Kannst du uns nochmal sagen, ob wir hier in Gefahr sind? Was ist das denn? Ich habe gerade irgendwas ganz komisches. Satan. Ich habe was ganz Komisches gerade auf meinem Bild hier ablaufen. Das kannst du jetzt nicht sehen, Okay. weil es bestimmt verschwindet, wenn du weggehst. Ja. Aber irgendwelche Energiefelder blitzen um dein Handy herum auf. Okay. Siehst du das? Ja. Oh ja. Dieses Lilane?
Okay. Und es kam gerade Satan. Ja. Sollten hier irgendwelche satanischen Energien herrschen, dämonische, die uns vielleicht Schaden zufügen wollen, so möchte ich klar und deutlich aussprechen, dass dieses Siegel hier um meinen Hals uns heute hier beschützen wird. Alle negativen Präsenzen, alle dämonischen Präsenzen haben sich diesem Schutzsymbol zu fügen und zu weichen. Schmutzig. Schmutzig? Schmutzig. Verlass mich nicht. Oh, das könnte eine Präsenz Seien Sie vorsichtig. Ja. Präsenz hier aus dem Verlies sein, die uns gerade warnen möchte. Okay, wir sind vorsichtig. Vielen Dank. Und wir sind gut geschützt. Vielen Dank für deine Warnung. Ich glaube tatsächlich, dieser Verliesraum kann nachher noch ganz, ganz interessant werden. Ich glaube, hier sollten wir auch dann nachher noch mal ein bisschen mehr aufbauen. Wir würden jetzt erstmal diesen Verliesraum hier wieder verlassen und uns zu dem Bergfried begeben und dort erst einmal starten und später aber noch einmal hierhin zurückkommen und an die Präsenz, die hier vielleicht leiden musste, die uns vielleicht gerade gewarnt hat. Wir würden uns freuen, wenn du uns nachher bereit wärst, noch ein bisschen mehr über dich und deine Geschichte, dein Leiden hier zu erzählen. Nur wenn du das möchtest, wir wären dir da auf jeden Fall sehr dankbar für. Nachricht für Sie. Oh. Nachricht für Sie. Was ist denn deine Nachricht für uns? Sag uns doch, was du möchtest. Was ist deine Nachricht für uns? Ich frage nochmal, sind wir hier in Gefahr? Fängt schon gut an, oder? Dein Gefühl täuscht dich nicht. Ja, was ist deins? Ja, jetzt auch nicht mehr. Also ich war ja relativ neutral, aber ich habe da unten echt Gänsehaut gehabt. Ich sag ja, ich merke das irgendwie ein bisschen. Oh. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt hier ein super Medium bin oder sowas, aber ich habe schon gewisse Sinne über die Erfahrungen der ganzen PUs, die ich abgehalten habe, gemacht, dass ich glaube, dass ich schon ein ganz gutes Gespür entwickelt habe. Denn der Mensch hat Sinne und diese Sinne schärfen sich, je mehr man sich mit etwas auseinandersetzt. Und ich glaube, ich habe ein gutes Gespür, wollte ich sagen. Also ich habe keine Angst, aber ich habe ein ungutes Gefühl. Also es ist nicht positiv, was ich hier fühle. Wir werden jetzt hier drin einmal die Alice-Box verwenden, würde ich sagen. Ja. Und ein paar Katzenbälle aufstellen und Beurteilt. Beurteilt. Ich würde sagen, einfach nur Alice-Box, Katzenbälle und die Pyramide heben wir uns für den Verliesraum auf, also für den Mach jetzt Kerker. erstmal die App Genau, wieder die zu. App machen wir ja mal zu. Wir befinden uns jetzt übrigens gerade im Bergfried. Ich würde jetzt einmal mit euch da hochgehen. Ich habe zwar ultra Höhenangst und das wisst ihr mittlerweile auch, dass ich da so ein kleiner Schisser bin, aber nur für euch, Leute, stelle ich mich erneut dieser Challenge und der Angst, hier nochmal hochzugehen. Ich glaube, im Dunkeln ist auch nicht so schlimm wie tagsüber. Ich bin mal gespannt, inwiefern ich euch da oben noch irgendwas zeigen kann. Aber das K2 hat bisher nicht ein einziges Mal ausgeschlagen, ne? Nein, überhaupt nicht. Wow. Das ist schon noch eine geile View hier oben. Schaut mal, dieser Himmel, Leute, das sieht einfach so göttlich aus. Man sieht noch den Rest der Sonne, die noch nicht ganz verschwunden ist. Der abendlichen Sommersonne. Dort sieht man vereinzelt schon Sterne am Himmel. Dort oben haben wir den Mond. Schaut euch mal dieses malerische Bild an. Dort im Hintergrund noch eine naheliegende Stadt, wo die Gebäude noch leuchten.
Wahnsinn, diese Stille hier oben. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch dieser Turm ist. Wie hoch würdest du den Turm jetzt schätzen, Micha? Ich würde jetzt sagen 10 Meter, 12 Meter. Der Turm? Ja. Ja, definitiv. Kann ja mal runterleuchten. Das sind mehr. Mehr? Ich glaube auch, das sind mehr. Nichts für mich, du. Wir werden es vielleicht, können wir im Nachhinein recherchieren Ja. und das vielleicht nochmal genauer sagen. Oh. Das weißt du jetzt nicht. Ja, ich hoffe. Nicht, dass das Ding jetzt einstürzt hier. Das wäre so der Endgegner von Dark Tourism. Dann war es das nämlich, Leute. Dann wird das hier das letzte Video sein, falls es dann irgendwer anders cuttet, weil ich bin ja dann gestorben wahrscheinlich. Okay, Spaß beiseite. Hier stirbt niemand. Ich würde sagen, wir bauen jetzt hier einmal die Alice auf und verteilen ein paar Katzenbälle und dann starten wir einmal hier. So würde ich jetzt gerne einmal hier in die Runde fragen, ist denn irgendeine Präsenz gerade hier in diesem Bergfried mit uns, die bereit dazu ist, mit uns zu sprechen? Wir haben verschiedene Gerätschaften für dich aufgebaut. Ambulatorisch. Ambulatorisch. Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Also ich denke mal, das wird noch eine Phrase sein. Ja, Nicht jedes Wort ist zu deuten. du kannst entweder zur Kommunikation die Alice-Box nutzen, so wie du das bereits gemacht hast. Wir haben dir in der Ecke aber auch einen Bären, ein Kuscheltier hingestellt. Du kannst unser K2 Meter benutzen, das leuchtet, wenn du es berührst. Oder auch diese Bälle, die bunt leuchten, wenn du sie berühren möchtest. Jedoch. Jedoch. Oh, der Bär. Der Bär hat gerade gepiept. Okay, das kam auch von da, ne? Ja. Die Alice hat auch in die Richtung rechts neben dem Bär gezeigt, wo auch, glaube ich, der Signalton ausgelöst wurde an seinem Arm. Magst du dich noch einmal über den Teddybären bemerkbar machen? Ich habe gerade bemerkt, dass du Interesse an dem Plüschbären gefunden hast. Ich spüre hier tatsächlich jetzt gerade noch gar keine Präsenz. Also ich spüre hier jetzt keine Energie oder so. Ich habe jetzt auch kein negatives Gefühl oder irgendwie. Als wir hier reinkamen, habe ich gemerkt, hier war irgendwie ein Energiefeld, aber jetzt gerade scheint es nicht da zu sein. Also, falls hier gerade eine Präsenz oder mehrere drin waren, die sich von uns vertrieben fühlten, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, wieder zurückzukommen und wieder in diesen Turm hier hineinzutreten. Wir wollen euch absolut nichts Böses tun, wir haben keine bösen Absichten. Zyklus. Und wir vergessen und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr auch hier mit unseren Geräten mit uns interagieren würdet. Okay, Vielen Dank. vielen, vielen Dank. Das ist wirklich super, super lieb. Hass? Das hört sich ja nicht so schön an, direkt hier vorne. Bist du ziemlich hasserfüllt? Wenn ja, aus welchem Grund? Magst du uns vielleicht den Grund für deinen Hass nennen? Gerne kannst du den Teddybären einmal ganz, ganz dolle berühren. Zeig uns, wie viel Hass in dir steckt. Absicht. Okay, das klingt jetzt so ganz bedrohlich irgendwie in der Art, weil wenn du kombinierst Hass und Absicht, dass man mit Absicht hassen tut, das könnte für die Präsenz, die wir eben bereits vielleicht im Kerkerraum
hatten sein. Ja. Millionen. Oh, Hass, Absicht und Millionen. Okay. Es muss irgendwas hier passiert sein. Magst du uns erzählen, warum du hast? Erstellen. Und der direkt vor dem Bär, ne? Immer die Seite, ja. Ja. Ich würde gerne mal den Bären einmal resetten und einmal einen Katzenball dazulegen. Ihr dürft euch, wie gesagt, auch gerne einmal über diese Kugeln hier bemerkbar machen. Dazu müsst ihr sie nur einmal berühren, so wie ich dies gerade tue. Also, ich glaube, es sind aktuell noch ziemlich viele Phrasen, die rauskommen. Also noch keine feste Kommunikation, die zustande kam. Es kommt vereinzelt, glaube ich, etwas durch, aber es ist noch nicht richtig da. Liege ich richtig mit meiner Vermutung? Kannst du mir das einmal bestätigen, wenn das so ist? Schaffst du aktuell noch nicht richtig mit uns zu kommunizieren? Respekt. Respekt? Ah, es ist eine Frage des Respektes. Oder die Präsenz hat Respekt vor irgendwem oder irgendwas. Vielleicht auch vor uns. Du brauchst vor uns keine Angst zu haben. Wir werden dir nichts tun. Wir möchten nur mit dir reden und hoffen auf Antworten. Und wenn du noch etwas mitteilen möchtest, was dich bewegt, dann bist du dazu auch herzlich eingeladen. Ich habe schon den Eindruck, dass Bestrafung. Oh, okay. ja, okay, das würde Sinn machen. Respekt und Bestrafung. Danken. Danken. Ah, okay. Tust du gerade danken, dass der Micha gerade erwähnte, dass du keine Angst vor uns haben brauchst? Dann fühl dich gerne frei. Wir würden dir jetzt mal ein bisschen Raum zum Antworten lassen und wir würden jetzt einfach mal eine Zeit lang keine Fragen stellen und mal die Ruhe walten lassen. Gerne kannst du dich auch über ein Geräusch hier in diesem Turm bemerkbar machen. Werf auch gerne ein kleines Steinchen oder lass dort oben etwas am Geländer klappern oder klimpern. Was auch immer du möchtest, fühl dich frei. Wir würden jetzt einfach einmal ruhig sein. Studie. Okay, wir sind dann mal leise. Oh, da war was. Hast du es gehört? Von oben sogar. Vielen, vielen Dank dafür. Kannst du das noch einmal tun, damit ich mir ganz, ganz sicher sein kann, dass das einer von euch war oder du? Ich bin jetzt noch mal leise. Flexibel. Ich würde gerne Kontakt aufnehmen zu der Ilse von der Homburg. Hier gibt es eine Geschichte einer weiß gekleideten Frau, die sich Ilse nannte und die ja bis heute auf diesem Gelände verweilen soll. Man soll sie wohl bevorzugt bei Mondlicht oder Nebel sehen können. Ist es irgendwie möglich, heute diesen Kontakt hier manifestieren zu können? Vielleicht auch später gerne über unsere SLS-Kamera, ein Gerät, welches uns deine Manifestation zeigen könnte.
Hund. Das ist ja eine Beleidigung irgendwo auch, ne? Könnte aber auch das Tier sein. Vielleicht, hier waren sicherlich auch Hunde oder Tiere in der Burg, ne? Wie viele seid ihr denn? Kannst du uns das sagen? So, wir haben jetzt einmal die GhostTube Vox hinzugeschalten. Also sämtliche K2-Ausschläge, die jetzt kommen, sind nicht mehr 100%ig als Paranormal zu identifizieren, da ich das Handy für die Vox natürlich, da sie Radiosequenzen durchsucht, in den Online-Modus schalten musste, also nicht wundern. Wir haben aber ja noch die Katzenbälle und den Rampart-Bären sowie Pyramide hier liegen. Ich stelle mich mal direkt in die Mitte. Das klang fast schon wie raus hier. Ist es nicht für dich okay, dass wir hier sind? Bist du die Präsenz, die uns vorhin im Kerkerraum aufgefordert hat, zu gehen? Es ist sicher, oder? Es ist sicher oder es ist sie, ja. Das ist sie, ja. Okay. Also möchtest du, dass wir gehen? Bist du derjenige, der Hass hat, vielleicht auch Hass gegen uns? Ich krieg gerade schon wieder diesen Druck auf der rechten Kopfseite, die ich vorhin im Kerkerraum bekam. Ich habe gerade auch ein nicht mehr so gutes Gefühl gerade. Es ist sehr schweigsam, das wundert mich. Ja. Höre oder sowas? Oder Hilfe? Oder Hölle. Höhle, ja. Das könnte Oder Höhle, kann auch sein. Höhle klingt, glaube ich, ziemlich Höhle, passend. ja. Befindet sich hier irgendwo eine Höhle? Vielleicht auch eine Anspielung auf diese unterirdischen Gänge, die es hier geben soll. Das ist gut möglich. Es ist. Es klang jetzt wie es ist Fisch oder es ist frisch. Frisch, ja. Ist es okay, wenn wir hier sind? Das? Du bist. Von Religion. Von Religion wahrscheinlich. Das ist aber eine ganz andere Stimme plötzlich. Das ist wieder diese ältere Stimme. Und hast du gehört, was sie gesagt hat? Irgendwas mit zu zweit oder sowas. Wir sind ja zu zweit. Ja, das stimmt. Meinst du uns? Möchtest du uns etwas mitteilen? Wir sind ja zu zweit.
Oh. Vorhin kam ja auch irgendwie eine Nachricht oder noch eine Botschaft hier vielleicht für uns ist. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, wir haben hier jetzt nicht so das Gefühl, dass hier so viel ist. Es war etwas hier, das aber, glaube ich, gegangen ist und nur phasenweise wieder kam. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zu einer Hauptuntersuchung über, und zwar der im Kerkerraum. Der Raum, warum wir heute eigentlich auch hier sind, denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass dort unten die größte Energie vorhanden zu sein scheint, und wir werden an der Sache jetzt mal auf den Grund gehen. Ich stehe nur am Eingang und merke direkt wieder dieses Gefühl von Negativität irgendwie. Traurigkeit, Hass würde ich jetzt gar nicht sagen. Es ist eher so eine Mischung aus Unterdrückung irgendwie, habe ich das Gefühl. Okay. Ich kriege gerade irgendwie Magenschmerzen, so ein ganz komisches Ziehen. Das hatte ich vorher nicht. Kannst du noch durchziehen, oder? Ja. Wenn du eine Pause brauchst, sag gerne Alles Bescheid. gut. Ich möchte auch nochmal ganz und klar und deutlich hier ein Statement setzen, also an alle negativen Präsenzen, die hier sind. Keiner von euch hat die Erlaubnis, dem Micha zu schaden, ihn in irgendeiner Form körperlich zu berühren oder gar zu schädigen. Ja, das möchte ich ganz ausdrücklich verbieten, und das Ganze steht unter dem Schutz des Symbols, welches ich an meinem Hals trage, und auch der Micha ist geschützt. Er hat einen Turmalin mit dabei, den hast du noch dabei gerade, ja? Den habe ich Okay. dabei. Und auch ein Kreuz. Und auch der Micha möchte auf gar keinen Fall von euch in irgendeiner Art und Weise in seinem körperlichen Zustand beeinträchtigt werden. Wir verbieten euch jegliche körperliche Schädigungen an uns beiden. Das sollte ganz klar und deutlich ausgesprochen sein. Das habt ihr zu respektieren, den habt ihr euch zu fügen. Wir laden dich jetzt gerne ein, dich noch einmal, wenn du möchtest, mit uns zu unterhalten und vielleicht etwas loszuwerden, was dir auf dem Herzen liegt. I am not sure. I am not sure auf Englisch. Ich bin nicht sicher. Warum ist das auf Englisch? Ich weiß es nicht. Hast du es aus Versehen verstellt vorhin? Nein. Darf ich mal schauen? Weil das ist... Also ich habe nichts verstanden. Nee, es ist auf Deutsch. Oh mein Gott. Kommt auf Englisch. Ich zeig das hinten. Ja. Guck mal, das ist auf Deutsch. Wie geht das denn? Keine Ahnung. Oh, das klingt aber schon, als ob dieses Telefon, also dieses Handy, gerade tatsächlich von einer Präsenz manipuliert wurde. Offensichtlich. Grandvater. Also Großvater. Das ist auch Englisch. Englisch, ja. Kommst du aus England? Warst du hier inhaftiert in dieser Burg? Leute, ich glaube nicht, was hier gerade passiert. Das ist auf Deutsch eingestellt und es spricht in Englisch. Das ist absolut unmöglich eigentlich. Ich verstehe es auch nicht. Wir lassen es einfach mal auf Englisch laufen. Sind wir hier in Gefahr? Boah, ich hab... I am eternal. I am eternal. Ich bin ewig.
Ich bin ewig. Ich habe gerade ein ganz schlechtes Gefühl hier draußen in diesem Loch. Ich habe das Gefühl, dass dort jemand steht, der mich beobachtet. Kannst du mir einen Gefallen tun? Schließ mal bitte die App und mach sie nochmal komplett neu auf. Weil irgendwie glaube ich, dass da irgendwas schief gegangen ist. Okay. Das ist ja aber merkwürdig. Aber ich bin ewig, das klingt ja schon sehr. Es ist hell. Ah. Okay. Ja, wir haben eine Taschenlampe aufgebaut. Stört dich das Licht? Bist du eher für die Dunkelheit? Schnell. Schnell. Magst du Nicht. nicht? Also stört dich das Licht nicht? Ich habe auf der Treppe hier ein paar Bälle verteilt, die anfangen bunt zu leuchten. Ich kann dir das gerne einmal vormachen. Und wenn du hier diese Treppe rauf und runter laufen tust, dann würden diese Kugeln einfach anfangen zu leuchten. So wie ich es jetzt gerade ausgelöst habe, so kannst du das auch tun. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du vielleicht einmal hier in diesen Raum hereintretest über die Treppe oder einmal, falls du schon hier drin bist, wieder hinausgehst. Magst du das vielleicht einmal für uns tun? Ihr dürft euch jetzt auch gerne wieder über die Alice, das Gerät auf der Treppe, welches ich gerade Warum fragst du? hinzugeschaltet habe, bemerkbar machen. Ich sehe dich. Oh. Und komischerweise habe ich immer das Gefühl, dass dort etwas steht. Wir können dich leider nicht sehen. Wo befindest du dich? Stehst du dort draußen im Wald? Ich habe einen Schritt gehört. Wenn du dort draußen stehst, Er wird nicht gehen. er wird nicht gehen. Magst du einmal einen Ast brechen lassen? Schmutzig. Schmutzig. Kam vorhin Asyl. Asyl. Asyl, okay. Wie meinst du das? Wie ich das meine? Also, dort im Wald liegen ja lauter Äste, falls du dich darauf beziehst, gerade auf meine Frage. Kannst du einen dieser Äste mal brechen lassen? Ich kann dir das einmal zeigen, wie ich das meine. Und zwar, wenn du einen dieser Äste einmal so... Schauen Sie hinein. Ja, ich schaue gleich in das Loch hinein, aber so kannst du dieses Geräusch einmal Absolut. imitieren. Absolut, okay. Absolut. Dann sind wir jetzt mal absolut leise. Rot. Gut. Grundstein. Grundstein. Werfen. Werfen? Möchtest du einen Stein werfen? Okay, pass auf, jetzt mache ich mal was. Ich habe da irgendwie gerade Es so ein... ist warm. Es ist warm, ja. Stimmt. Ich habe da gerade irgendwie so ein Empfinden für, dass wenn ich diesen Stein werfe, irgendetwas zurückkommen wird. Okay. Ich habe jetzt hier einen Stein, den werde ich jetzt einmal dort den Abhang hinunterwerfen.
Dort ist finsterer Wald dort unten. Und mal schauen. Ich werfe jetzt einen Stein, wie vielleicht gewünscht. Kannst du dies erwidern und etwas zurückwerfen oder das Geräusch nachahmen, dort wo der Stein landet? Nebel. Im Nebel erscheint die Ilse. Vielleicht kriegen wir langsam Kontakt zur Ilse. Okay, da kam jetzt... Geh mir aus dem Weg. Oh, Getötet. oh, getötet. Ja. Wurdest du hier getötet, hier in diesem Kerkerraum? Kannst du es hören? Er berührt dich. Wen berührt er? Also wer auch immer hier getötet wurde, auch ich wünsche der Seele des Getöteten, dass sie auf ewig ihren Frieden findet. Kannst du noch mal vielleicht da irgendwas aufstellen? An was denkst du da? Geh hier weg. Geh hier weg. Geh hier weg. Das ist jetzt wieder bedrohlich. Ne? Was soll ich da hinbauen? Entweder die Pyramide oder einen Ball, irgendwas. Ich weiß nicht, ob da irgendwas... Ich mach mal die Pyramide Ja. und einen Ball. Okay. Warum dürfen wir nicht hier sein? Magst du uns das verraten? Es wird schwierig, weil es hier schräg ist. So. Also ich kann den Ball, Okay, schade. ich kann es nur so machen. Hä? Oh, Alter! Wie ist denn das jetzt passiert? ja. Du hast hier einen Stein geworfen und das war wie so ein Stein. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt auf Kamera hatte, aber Leute, dieser Stein, der hat sich gerade von alleine bewegt. Der ist umgefallen. Jetzt bin ich komplett perplex. So langsam geht's, glaube ich, los hier. Nein, du hattest recht mit deinem Gefühl. Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, dass in der Ecke. Deswegen sollten wir da auch weggehen. Wütend. Oh. Und vorhin kam Rot aus der Rot. Alice-Box. Und Oh. Rot wurde gerade ausgelöst. Und Rot ist auch wütend im Prinzip. Okay, rot ist auch Blut, ne? Ja, Was? Segel. Sehen. Ist auch eine Warnfarbe, ne? Ja. Warum bist du wütend? Wer hat dir hier etwas getan? Wir kommen in Frieden. Wir wollen dir nichts tun. Da war gerade schon wieder ein Schrittgeräusch. Direkt da vorne. Bewusstsein. Schwester. Ich würde gerne einmal etwas probieren, das hatte ich eben schon vor. Versagen. Ich würde gerne einmal kurz das Licht komplett ausschalten. Okay. Wie viele gibt es? Okay, hast du? Gut, wir sind jetzt einmal in völliger Dunkelheit und würden jetzt einfach mal komplett ruhig sein. Und du kannst oder ihr könnt euch jetzt über alles bemerkbar machen. Ihr könnt Dinge schmeißen, ihr könnt gerne Krach machen, ihr dürft gerne eine EVP-Stimme verursachen, ihr dürft sprechen. Bleib bei mir. Beide, ja, wir sind zu zweit und wir bleiben auch bei dir. Dann zeig uns doch bitte jetzt einmal, wo du genau bist hier in diesem Raum. Wir versuchen unsere Sinne jetzt zu konzentrieren auf die Dunkelheit und die Umgebung. Wir sind jetzt einmal leise. Reisen. Aber du darfst uns Wie nicht. fühlen Sie sich? Okay, aber du darfst uns nicht verletzen. Das ist unsere Bedingung. Ja. Okay. Wut.
Was kam? Boot? Boot. Wir hatten ja Segel vorhin. Das ist seltsam. Heilen. Wie viele gibt es? Heilen. Da Und war doch schon wieder ein Geräusch. das weiß ich gerade hier. Ich bin gerade. Jetzt haben wir aber grün bekommen, also ein Ja. positiveres Signal. Ja. Ist es okay für dich, dass wir hier sind? Haben wir Kontakt zu etwas Gutem? Dann zeig uns das über das Gerät mit dem pulsierenden Licht mit der Farbe grün. Oh, ja. Okay, wir haben Glück. Vielen, vielen Dank. Siehst du, manchmal ist Warten die beste Option, weil die Seelen brauchen immer, glaube ich, Zeit, bis es ankommt und bis sie zurück antworten können. War aber auch etwas Böses hier? Dann bestätige uns dies bitte auch mit grün. Das ist seltsam. Sollte keine böse Präsenz hier sein, kannst du dies mit der roten Lampe signalisieren. Luft. Hast du das gehört? Da kam jetzt wirklich ein Schritt von dem Eingangsbereich. Schließe es. Schließe. es, okay. Okay, dann schließ mal die App Ja. und grün. Ja. Also hatten wir auch mit etwas Bösem hier zu tun. Weil das war ja die Frage. Okay, Leute, ich werde jetzt einmal die Spirit Box einschalten. Und wir haben sämtliche Kommunikationsgeräte via Sprache abgeschaltet, also sowohl Alice als auch App, und die Präsenz hat jetzt nur noch die Möglichkeit, per Geräusche in der Umgebung oder hierüber zu kommunizieren oder halt die Katzenbälle und die Pyramide. Okay. Ich habe da gestanden, da wo auch hier das Ding war. Ich habe sofort Magenschmerzen wieder gekriegt. Ja? Ja, Weißt du, was komisch ist? das geht nicht. Guckt. Er hat aber auch gesagt, schalte es aus. Ne? Okay, Leute, ich habe jetzt die Batterien einmal gewechselt. Die waren komplett Zero. Also komplett leer. Einfach gar kein Saft mehr drauf. Ich weiß nicht, wie das ging, weil die waren noch über die Hälfte voll. Und wer diese Spiritbox verwendet, der weiß, dass die Batterien da drin ewig halten. Also das Gerät könnt ihr wirklich 10, 15 PUs verwenden und die Batterien sind definitiv noch nicht leer, wenn ihr es nicht stundenlang laufen habt. Okay, wir starten jetzt die Spiritbox Session. Die ist sogar verstellt. Ah, jetzt. Möchtest du uns irgendetwas mitteilen? Dann kannst du das jetzt tun. Bist du die Ilse?
Wer hat gerade unsere Geräte aktiviert? Wurde der Stein von dir umgeworfen, der hier drin sich bewegt hat? Das klang gerade wie ich war das nicht, direkt nach der Frage. Okay. War das die böse Präsenz? Wie viele Präsenzen sind gerade hier? Das klang gerade wie 65 oder so. Werden wir gleich über unsere SLS-Kamera die Möglichkeit haben, einen von euch zu sehen? Wie viele Menschen haben hier gelebt? Ist einer von euch Präsenzen schuld daran, dass es Micha eben schlecht ging? Das Gericht? Tod kam eben nochmal. Wurde hier in diesem Verlies jemand ermordet, getötet? Sind wir hier in Gefahr? Ich glaube auch definitiv kam davor sogar. Sollten wir diesen Ort schnellstmöglich verlassen? Haben wir hier eine dämonische Präsenz? Okay, das sollte reichen. Ja. Bemerkenswert ist, dass dort vorne kein Gerät weiter ausgeschlagen ist. Nee, nichts mehr. Gut, ich meine, die Pyramide steht sehr schief, aber nichtsdestotrotz. Ja. Aber es ist schon, aber ich habe schon wahrgenommen, dass wir nicht willkommen. Okay, nein. Hast du das gehört gerade? Was meinst du? Da sind vorher Schritte gekommen, bevor das Ach ausgelöst so, ist. ja. Ich habe das. Okay. Vor allen Dingen, es war ja eben ruhig. Ja. Das war heftig, dass ich da einfach Schritte noch dazu höre. Okay, ich hoffe, es ist drauf. Wird schwer zu hören sein, glaube ich. Krass. Ja. Okay, Leute, wir werden jetzt einmal die SLS-Kamera holen und dann einmal damit hier über das Gelände laufen. Ich würde sagen, wir starten direkt damit auch auf dem Gelände und gar nicht hier drin, oder? Ja. Würde ich sagen, wir haben ja jetzt hier drinnen sehr, sehr gute Ergebnisse bekommen. Auch einige wirklich unerklärliche Phänomene. Die Schritte eben, die die Pyramide ausgelöst haben. Dann dieser Stein, der hier plötzlich
geworfen wurde oder umgestoßen wurde. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt genau geschehen ist. Ich glaube aber, eventuell habe ich sogar auf Kamera festhalten können. Wir werden parallel die GhostTube-App laufen lassen, während wir die SLS verwenden, damit wir auch noch eine Kommunikationsmöglichkeit währenddessen anbieten. Okay Leute, die SLS-Kamera ist jetzt aktiviert. Wir werden jetzt noch einmal über dieses schaurige Gelände hier laufen. Wir haben es jetzt mittlerweile auch schon kurz nach Mitternacht und wir sind gespannt, ob wir hier irgendeine Präsenz manifestieren können, festhalten können auf der SLS-Kamera. Wir locken jetzt natürlich hier ultra viele Insekten mit dem Licht an. Das ist eher kontraproduktiv für uns zumindest. Oh, da ist schon eine Gestalt. Da haben wir schon direkt was. Unmittelbar hier vorne sitzend und weg ist sie. Hier in dem Bereich gab es ja so eine Art wie Ställe oder Wohnungen oder so. Magst du dich vielleicht uns noch einmal zeigen? Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du das eben getan hast. Das ist ultra lieb von dir. Vielen Dank auch von mir. Du kannst dich gerne zeigen. Geh nicht. Sollen wir nicht in diese Richtung gehen? Oder überhaupt nicht. Oh, da ist sie wieder. Ah, okay. Ich sollte nicht gehen, damit du dich zeigen kannst. Es ist auf jeden Fall eine menschliche Gestalt, aber jetzt ist sie wieder weg. Dankeschön. Gut. Gut. Priester. Priester. Priester, okay. Okay, ich bleib mal. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Ja, definitiv ist es dunkel. Mag sich vielleicht die Ilse von der Homburg, die Frau in Weiß, magst du dich vielleicht einmal zeigen über das Gerät hier in meiner Hand? Und da ist etwas gewesen. Und wieder EMF. Und hohes EMF. Schaut euch mal den Mond an. Schau, jetzt ist wieder weg. Das ist ja spiegelverkehrt, ne? Das muss dann Ja, sein, ne? da. Okay. Ja. Als ob etwas im Gras sitzt. Es sieht aber nicht menschlich aus, ne? Nee, jetzt gerade nicht mehr. Vorhin sah es eher menschlich aus. Da war etwas Sitzendes. Jetzt bin ich mir nicht so sicher. Das könnte jetzt aber auch ein Fehlscan sein. Wegen der Form der Blume eventuell. Beißen. 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 Das klingt ja, Geh nicht. das Geh klingt ja nicht. nach einem Tier. Vielleicht ein Hund oder. Also Genicht haben wir jetzt auch schon ziemlich oft gehabt. Ja. Ich weiß Sehr nicht. viel. Sehr viel, ja. Danke. Hammer. 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 Mich interessiert irgendwie da vorne die Ecke bei dem Brunnen. Ja. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass dort etwas sein könnte. Oh. Magst du dich noch einmal zeigen? Ah, vielen Dank. Na, Narr. Narr? Narr. Hältst du uns für Narren? Das spielt mit uns total. Es zeigt sich immer, da ist wieder. Und dann ist es wieder weg. Guck mal. Folterer. Okay. Es springt hier wie wild durchs Bild. Ja. Er hat ja auch gesagt, wir sollen nicht gehen. Oder ist das der Narr, der uns zum Narren hält? Das kann sein.
Deine Haare. Deine Haare? Deine Haare. Was ist denn mit den Haaren? Wissen Sie? Oh. Jetzt habe ich gerade eine Tonveränderung auf meinem Ohr bekommen und da kommt auch gerade was. Beim Brunnen, ne? Oh ja. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe plötzlich nämlich, mein linkes Ohr hat plötzlich einen Druckverlust bekommen. Und es piept jetzt leicht. Stuhl. 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 Mhm. Oh, was passiert hier gerade? Irgendwie hat das Tablet gerade Geräusche gemacht. Mhm. Als ob man dagegen schnipst. Ist auch ganz dicht dran, ne? Es springt hier förmlich durch die Gegend. Fühlt euch jederzeit frei, euch vor diesem Gerät zu zeigen. Wir befinden uns jetzt an einem Brunnen. Einen sehr, sehr mystischen alten Brunnen. Ist dort irgendein menschliches Wesen reingeschmissen worden, eingesperrt worden, ermordet worden und dort reingeworfen worden? Wurdet ihr hier getötet? Ist vielleicht irgendeine Präsenz in dem Brunnen? Boah. Ich glaube, lang können wir die Session nicht mehr machen. Das lockt so viele Insekten Ja, hier das an. ist das Licht, ne? Mhm. Oh, da haben wir etwas im Brunnen. Vielen, vielen Dank, dass du dich zeigst. Hat man dich in den Brunnen geworfen? Da ist die Präsenz wieder. Oh ja, es sah aus, als wäre sie von da in den Brunnen geworfen worden. Magst du dich vielleicht noch einmal zeigen? Wurdest du hier in diesen Brunnen geworfen als lebloser Körper? Achtlos? Hat man dich hier respektlos quasi reingeworfen? Mich interessiert ja echt mal, was da drin ist, da Stufen sind, ne? Kannst du mich sehen? Im Moment noch nicht. Im Moment nicht, aber eben gerade konnten wir dich sehen. Kannst du dich denn noch einmal zeigen? Interessant. Oh, Ich findest weiß nicht. du unser Gerät interessant? Wir können ja schauen, dass wir da noch einmal hingehen. Das sieht ja auch mystisch aus dort hinten. Ja, Dort waren wir nämlich noch gar nicht. ich glaube, das sind so Ställe gewesen. Vertraut. Vertraut. Du kennst dich hier aus an dem Ort, nicht wahr? Es kommt plötzlich hier ein Wind auf. Ich habe auch gemerkt, dass es irgendwie kälter geworden ist. Schon irgendwie, ja. Oh, was hatten wir hier gerade? Okay. Falsch. Falsch. Sind das keine Ställe gewesen? Meinst du das damit?
ist das windig hier auf einmal. Das ist schon seltsam, oder? Hier ist plötzlich so windig und du hast extreme K2-Ausschläge. Total. Wenn du möchtest, kannst du dich uns gerne nochmal zeigen. Seht ihr, Micha ist gerade Rückzahlung. skizziert. Es ist wohl noch etwas offen geblieben hier. Was Ich bin unten. mit unten? Okay, Leute. Wir haben jetzt mit der SLS-Kamera tatsächlich nicht so viel einfangen können. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass Bin mir die nicht sicher. Gestalt, die dort in den Brunnen gesprungen zu sein scheint, eine Präsenz gewesen sein könnte. Schreibt gerne an dieser Stelle mal in die Kommentare, was eure Vermutung dazu ist. Okay, liebe Leute, an dieser Stelle endet unsere paranormale Untersuchung an diesem mystisch-historischen Ort. Wir haben es jetzt mittlerweile weit nach Mitternacht, ich glaube schon knapp 1 Uhr nachts. Im Hintergrund komplette Finsternis und der Mond noch zu sehen. Die letzte Atmosphäre, die ihr jetzt nochmal auf euch wirken lassen könnt. Wir hören jetzt hier im Dickicht auch schon überall knackende Geräusche und wir hoffen, dass wir auf dem Rückweg nicht auf irgendwelche Wildschweinrotten treffen werden. Sollte dem aber so sein, dann werde ich gerne nochmal die Kamera für euch auspacken. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video an dieser Stelle einen Daumen nach oben, schreibt ein nettes Kommentar dazu, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Adventure auf Dark Tourism. Ciao, ciao, Leute.